Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Biomover Talk aus der Nähe von Großmoordorf. Großmoordorf liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ziemlich nah an der Ostsee. Und da ist das Kranorama, das Zentrum für den Kranichschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich begrüße an meiner Seite hier Dr. Günter Norwald. Er ist der Chef des Kranichzentrums. Wir haben uns schon mal getroffen hier und über ihre Arbeit berichtet. Und Claudia Eisinger ist da, bekannte und beliebte Schauspielerin. Und hat auch eigene Ideen, wie man nachhaltig leben kann. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und interessiert sich sehr für die Arbeit hier in diesem Kranichzentrum. Richtig zusammengefasst? Okay, dann können wir loslegen. Herr Dr. Nowald, wie sieht es aus mit der Kranichsaison? Wie ist die jetzt gelaufen in diesem Jahr? Ja, tatsächlich hatten wir hier in der Region eine hervorragende Kranichrast im Frühjahr. Wir hatten Ende März noch fast 3000 Kraniche hier auf den 2 Wiesen hinter uns. Ein irres Spektakel, eine echte Faszination, echtes Konzert auch. Die Kraniche haben getanzt, sie haben trompetet. Die Besucher, die hier waren, die sind tatsächlich glücklich wieder gegangen. Es sind ja auch die Vögel des Glücks, die Kraniche. Und sie werden wahrscheinlich wie die Kraniche im Herbst alle nochmal wieder zurückkommen. Also tatsächlich war es sehr schön. Es gab auch genug Niederschläge, sodass auch hinten noch Wasser war. Die Kraniche haben gebadet. Es war wirklich spektakulär in diesem Jahr. Nun gab es ja eine Situation, wo in dem israelischen Gebiet, wo die Kraniche dann auch eine längere Zeit sich aufhalten, die Vogelgrippe gewütet hat. Hat das die Population nachhaltig negativ beeinflusst? Das kann tatsächlich sein, dass die Ostzieher-Population, das ist auch eine Population, die noch bis Afrika fliegt, dass da ein größerer Bestandteil fehlt. Die Kollegen aus der Türkei haben mir berichtet, dass die Rast- und Überwinterungsbestände auf jeden Fall wesentlich geringer waren als in den Jahren zuvor. Auch in diesem Winter im Hulatal selber in Israel, wo diese Vogelgrippe war, waren die Bestände nur noch halb so groß wie im Vorjahr. Die Vögel, die hier durchziehen im Frühjahr und im Herbst, sind ja die aus Skandinavien kommen. Die schwedischen Kraniche, ja. Die Norweger, glaube ich, auch. Ja, genau. Und ein Teil der Finnen, korrekt? Richtig. So, und da sieht es aber aus, dass die Bestände stabil sind. Oder? Ja, bei den skandinavischen Populationen haben wir nach wie vor ein stabiles Plateau, vielleicht auch noch einen ganz dezenten positiven Trend, aber vermutlich eher im Moment eine Stagnation. Und ja, diese Vögel kommen tatsächlich immer für einige Wochen zu uns und besuchen uns und beglücken all die Beobachter hier. Echte Langstreckenflieger also. Ja. Absolut. Ja. Claudia, du hast ja dieses Jahr bei deinen Drehs und im letzten Jahr auch Kraniche selbst erlebt. Wo war das und was für Eindrücke hattest du dabei? Also ich habe, ohne es zu wissen, Kraniche gesehen, also ohne, dass es mir in dem Moment bewusst war, Kraniche gesehen. Wir haben in Masuren gedreht, weit, weit im Osten Polens, ein wunderschönes Wald- und Seengebiet und natürlich ein Paradies für viele Vogelarten, aber eben auch für Kraniche. Ist ja auch bekannt, du hast es mir vorhin auch erzählt, dass ihr in Masuren Kraniche auch beringt habt. Hast du mir erklärt, was das bedeutet? Und ja, die Kraniche sind dort wunderschön zu beobachten. Generell die Vögel und die Natur ist dort wunderschön zu beobachten und ist einfach wahnsinnig eindrücklich, sowohl Natur als natürlich auch die Tiere einfach in ihrer Ursprünglichkeit zu erleben. Das ist immer sehr magisch einfach. Ja. Und diese masurische Landschaft, die hat dich so beeindruckt, dass du auch weitermachen willst mit den Drehs, den Masuren-Krimis da? Absolut, das hat tatsächlich, also es ist nicht übertrieben, es hat tatsächlich mit der Landschaft und mit dieser Natur dort zu tun, dass es mich dort sehr hinzieht und ich da wahnsinnig gerne arbeite und es das Arbeiten für mich auch einfach macht, weil es einfach ein Ort ist, wo man sich immer wieder auch auftanken kann und auch immer wieder Inspiration bekommt, einfach weil es so wunderschön ist einfach. Richtig. Mit der Inspiration, wie ist das für Sie? Wenn Sie jetzt hier, Sie machen das ja nun schon viele Jahre lang. Sie haben eine Ausbildung als Maschinenbauingenieur. Sie sind dann irgendwann in dieses Projekt, in den Naturschutz hineingerutscht oder freiwillig gegangen mit voller Überzeugung? Wie war das bei Ihnen? Ja, tatsächlich habe ich nach dem Maschinenbaustudium und nach meiner Ingenieurskarriere, nach der kurzen auch nochmal Biologie studiert, weil ich einfach im Natur- und Umweltschutz tätig sein wollte. Und während dieses Studiums sind Kraniche über mich hinweggeflogen. Und die haben es geschafft, mich in den Sog mitzunehmen. Also es ist nach wie vor so, dass die Kraniche mich immer wieder inspirieren. Gerade viel der Begriff magisch. Das ist ein echter Zauber, diese Kraniche. Und da kann man einfach nur mitgehen. Wenn man einmal fasziniert und angesteckt ist von diesen Rufen, von diesen Vögeln,
dann kann man gar nicht mehr weghören, da muss man hinterher und man trifft immer wieder viele, viele neue interessante Menschen. Das macht ganz viel Spaß. Also Kraniche bringen Menschen zusammen, die verbinden über Grenzen hinweg. Das ist international und das finde ich einfach so bezaubernd, wie es der Kranich auch ist. Und da kann man gar nicht von weglassen. Nun bauen Sie hier weiter aus, Ihr Kranichprojekt. Es gibt ein neues Zentrum oder soll ein neues Zentrum entstehen. Wie weit ist deine Arbeitsstand? Oh ja, da haben wir tatsächlich letzte Woche am Donnerstag vom Staatssekretär hier aus Mecklenburg-Vorpommern vom Wirtschaftsministerium den Zuwendungsbescheid übergeben bekommen. Und das war ein großer Bahnhof, auch der Landrat Dr. Kehrt war hier mit den Bürgermeistern der Gemeinden hier. Das Zentrum soll ganz hier in der Nähe, 300 Meter entfernt, entstehen. Ein großes Erlebniszentrum, Kranichwelten wird es heißen. Und dann haben wir ja unsere Beobachtungsstation und das große Zentrum auch dort ja in größter Nähe vereint. Und dann können wir noch mehr begeistern. Aber trotzdem ist doch die Unterstützung durch Förderer ganz hilfreich, vermute ich mal. 2 große haben Sie ja, Lufthansa und Daimler Truck. Aber da könnte noch mehr kommen. Oh ja, gerade jetzt in dieser Situation, wie wir sie haben, wo die Baupreise auch explodieren, brauchen wir so viele Förderer und Unterstützer und Kranichfreunde, wie es nur eben geht. Claudia, dir liegt die Nachhaltigkeit und nachhaltiges Leben auch besonders am Herzen. Was machst du, um das umzusetzen? Als Schauspieler kommt man hier viel rum, als Schauspielerin, und ist viel unterwegs, auch international. Hast du sozusagen einen nachhaltigen Ruhepunkt, den du dir schaffst oder findest? Das waren jetzt viele Fragen. Also der nachhaltige Ruhepunkt, der bin tatsächlich immer ich selber. Also der ist sozusagen einfach, der hat immer damit zu tun, dass man zu sich selbst in irgendeiner Form zurückfindet. Und das ist ja auch das, was die Natur uns genauso lehrt. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Arbeitsort wie Masuren auch so toll, weil man sich da zum Beispiel immer wieder in die Natur zurückziehen kann. Und ich bin auch jemand, der immer, egal wo ich bin, ich gucke immer, wo ist ein Stückchen Grün, wo ist ein Baum, kann ich irgendwie hingehen, wo ich einfach diese Ursprünglichkeit kurz habe, weil ich es in der Stadt immer auf Dauer sehr anstrengend finde. Und also das ist was ich immer versuche, egal wo ich bin. Und dann ja nachhaltiges Leben, das, was man so machen kann, also das, was auch jeder schon kennt, das versuche ich auch umzusetzen natürlich. Und ja, wir haben ein Nachhaltigkeitsprojekt in Portugal, in einem Naturschutzgebiet, wo wir auch einen Ort aufbauen, der nachhaltig gebaut ist, energieautark und so weiter, wo es darum geht, dass Menschen auch an den Ort gehen können, wo sie mit der Natur im Einklang sind, aber wo es auch darum geht, genauso wie du ja auch für die Kraniche eine Hüterschaft übernommen hast, so empfinden wir das dort auch, dass wir für zumindest ein kleines Stückchen Land eine Hüterschaft übernehmen. Und das ist ein schönes Gefühl. Und das mit Freunden zusammen oder wie funktioniert das? Mit Freunden, mit Partnern, es wird, ja, also sozusagen der Kreis vergrößert sich immer mehr, wir sind da noch ganz am Anfang, aber ja. Okay, also das ist ein langfristig angelegtes Projekt. Auf jeden Fall ein langfristig angelegtes Projekt, ja. Könntest du dir auch vorstellen, hier einfach mal ein paar Tage zu verbringen mit den Kranichen? Sofort. Ich habe dich ja eingangs schon gefragt, können wir hier einziehen? Nein, es ist wunderschön, das könnte ich mir natürlich sofort vorstellen. Also es ist ein wunderschöner, inspirierender Ort. Leider habe ich die Kraniche heute nicht gesehen, aber vielleicht haben wir ja noch Glück. Wir waren ein bisschen zu spät heute Morgen, ne? Herr Dr. Nowald, wie ist das mit Freiwilligen, die kommen? Haben Sie da einen Zuspruch von Unterstützern, von Menschen, die sagen, hey, ich möchte hier einfach als Ranger 14 Tage, 4 Wochen, 6 Wochen verbringen? Gibt es das noch? Ja, glücklicherweise haben wir einen Stamm von wirklich Rangerinnen, die jedes Jahr wiederkommen. Leider bröckelt das auch so ein bisschen nach hinten, altersbedingt weg, weil viele sind halt im Ruhestand und machen das dann im Rahmen ihres Ruhestandes. Und insofern sind immer neue Ehrenamtlerinnen herzlich willkommen. Es gibt immer vorher einen Workshop. Da werden alle neuen Rangerinnen entsprechend gebrieft, was zu tun ist. Rangerin. Ja, es gibt auch eine Weste, wo Kranich Ranger draufsteht. Ne? Also auf jeden Fall. Sehr schön. Und ja, herzlich willkommen. Und insofern, ja, Ranger brauchen wir auf jeden Fall, Unterstützung brauchen wir. Ja, klar. Okay. Wenn Sie jetzt im Laufe dieses Jahres hier gucken, jetzt ist sozusagen, sind die meisten durchgezogen. Es kommen ab und zu noch einzelne Exemplare. Wann geht es wieder los? Wann ist sozusagen der Weg zurück? Wann findet der statt?
Tatsächlich geht das so langsam im August wieder los, dass sich die heimischen Vögel hier sammeln. Wir haben ja auch hier in Nordvorpommern um die 250 Kranichpaare, die hier brüten. Und die sammeln sich dann an solchen guten Stellen wie hier. Wir haben ja einfach Riesenfeuchtgebiet, riesige Wiesen. Ja. Und insofern ist das für die Kraniche dann hier ein Paradies. Die richtige Rast beginnt ab September. Und Oktober, dann kommen die Vögel aus Skandinavien, die wir ja vorher auch vorgestellt haben, schon hinzu. Aktuell sind die Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, halt ja, zu diesen Brutpaaren zu gehen, um zu gucken, ob sie brüten, ob sie vorhanden sind, wie die Wasserstände sind. Muss es Absprachen mit der Forst geben oder mit der Jagd, dass sie störungsfrei erfolgreich reproduzieren können. Danach geht es dann mit der Beringung weiter. Dann Das wird doch mal ein schönes Event, das wir machen können zusammen. Ich gehe heute zur Beringung. Das sage ich dann. Ja, klar. Versteht keiner, nur ihr Ja, versteht aber das wäre schön. Können wir mal gucken, was wir da machen. Genau. Noch mal eine Frage zu der Moorvernässung, die Sie hier betreiben. Ja. Moore sind ja ein wichtiger CO2-Speicher. Wie machen Sie das, dass Sie hier die Moorsituation stabil halten? Also es ist ein Riesenprojekt hier. Das ist ein Niedermoor, der Günther See. Und tatsächlich ist das in den letzten 100 Jahren schon über 1 Meter gesackt, weil so viel Torf veratmet wurde. Und jetzt sind verschiedene Planer dabei, Szenarien zu berechnen, mit welchen Methoden wir wie weit anstauen können, dass das Wasser auch ganzjährig da ist. Weil wir haben ja gerade im Sommer ganz viele Niederschlagsdefizite, wo Staue sein müssen. Es darf aber auch nur so weit hier angestaut werden, dass die landwirtschaftlichen Flächen, die ringsrum sind, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder auch die Landstraße, die da lang führt. Und insofern gibt es mittlerweile 4 verschiedene Varianten, die durchgeplant werden. Und in diesem Jahr, was heißt in diesem Jahr, in den nächsten 2 Monaten entscheiden wir uns, für welche Variante wir umsetzen möchten. Und gemeinsam mit dem WWF wird dann in diesem Verbundprojekt Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste, das ist ein Bundesprojekt aus dem Bundesprogramm der biologischen Vielfalt, wird das dann halt entsprechend umgesetzt und soll 2026 fertig sein. Und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten okay? Unser Glück ist, dass wir selber hier weit über 100 Hektar im eigenen Besitz schon haben. Andere Flächen werden gerade getauscht, andere Flächen wurden jetzt noch dazu gekauft. Meine Mitarbeiterin, die Frau Kettner, die die Projektleitung dafür hat, die war gestern noch hier in der Region bei jemandem. Kleine Grundstückfetzen fehlen noch, dass wir das auch erwerben, weil das ist die Voraussetzung. Also ansonsten funktioniert es nicht. Mit den Landwirten, die hier rundherum produzieren, die sind alle informiert, die werden auch eher positiv mit berücksichtigt, weil wenn das Wasser hier längere Zeit bleibt, hat das den Vorteil, dass auch dort in den angrenzenden Flächen vermutlich der Wasserhaushalt besser wird. Und durch den Klimawandel haben wir immer mehr mit Trockenheit zu kämpfen. Und das wirkt sich natürlich auf die Produktion aus. Und wenn wir hier diese Wasserstandsanhebung am Günzersee realisiert bekommen, wird das einen Einfluss auf die ganze Region hier haben. Claudia, die masurische Seenlandschaft ist ja noch weitgehend naturbelassen. Wann geht es da jetzt mit euren Drehs weiter? Seid ihr für dieses Jahr schon fertig? Wir rutschen tatsächlich in den Frühling diesmal. Wir haben ja sonst immer im Herbst gedreht, also meistens so September, Oktober oder August, September sowas. Und diesmal rutschen wir ins Frühjahr, also nächstes Frühjahr, im März, April, so ungefähr werden wir. Und wie geht ihr da mit der Landschaft um? Also ich meine, wenn so ein Filmteam irgendwo durchknattert, dann ist es durchaus mal so, dass man dann erstmal wieder aufräumen muss hinterher. Sehr respektvoll gehen wir mit der Landschaft um. Die Landschaft ist ja bei uns tatsächlich, also die spielt ja bei uns sozusagen tatsächlich mit. Die ist wie ein Protagonist, der mitspielt. Insofern, also nicht nur deswegen, auch einfach, wir gehen natürlich sehr respektvoll damit um und wissen, was wir an ihr haben. Und ja. Okay. Hast du einen Wunsch für dieses Jahr, was du gerne erreichen möchtest, was du machen möchtest? Ich möchte all die Dinge, die ich angestoßen habe, auch dass ich hier mit euch stehe, die möchte ich weiterführen. Und das fühlt sich alles richtig an, ist alles in der richtigen Spur. Und all die Dinge, die ich begonnen habe, möchte ich realisieren. Super. Das ist jetzt sehr allgemein, aber es ist die Wahrheit. Ich vermute mal, Ihr Wunsch ist, dass das mit dem Kranichzentrum flott vorangeht und dass Sie auch die Inflationsraten ausgleichen können ein bisschen. Absolut. Vielleicht durch Förderer oder Spender. Genau, das ist im Moment ein wesentliches Thema. Ein wesentliches Thema ist aber aktuell auch, wir wissen nicht,
was gerade das Problem ist, dass viele Brutplätze zwar Wasser führen, aber keine Kraniche da sind. Oh. Also im Moment gibt es auch in unserer eigentlichen Arbeit große Baustellen, wo wir auf der Suche nach Lösungen sind. Okay, gut. Das ist ein gutes Schlusswort, weil wir suchen als Unternehmen, das den Transport befördert, und den brauchen wir ja alle immer nach Lösungen und vor allen Dingen nach einer emissionsfreien Mobilität. Deswegen kann ich nur raten, einfach mal bei Daimler Truck auf den Social-Media-Seiten vorbeizugucken. Ich bedanke mich bei euch für dieses sehr muntere und sehr schöne Gespräch und auch dafür, dass wir hier sein durften. Wir kommen gerne wieder. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Beer Mover Talk. Auf Wiedersehen.